In diesem Film hängen nicht nur unsere Blattfedern durch, sondern wir werden auch noch vom Schneesturm überrascht. Fahren wir immer auf in den Schnee. Bei 18 Grad sind wir an der Küste losgefahren und schrauben uns bis auf 1500 Meter zur Passhöhe. Guck mal da runter, da unten ist das Meer. Na toll, wir rasen hier durch den Schnee und da unten liegen wir am Strand. Hier scheint es in den letzten Tagen sehr viel geschneit zu haben. Uns erwartet eine Schneehöhe von fast 1 Meter. Wir sind jetzt in Sizilien und haben einen Schneemann gebaut. Ja. Und zwar einen ziemlich großen. Ja. Irgendwie ist es ja doch auch Pflicht, einmal im Jahr einen Schneemann mit den Kindern zu bauen. Hey, seid ihr eigentlich im Schnee oder was? Ja. Und jetzt ist Punschpause? Ja. Eigentlich sind wir eher im Glück. Im Glück? Das liegt am Glühwein. Auf 7 Kilometer, hoch bis zum Gipfel. Ja. Super habt ihr das gemacht. Auf die Gipfelfanta. Cheers. Die insgesamt 14 Kilometer hin und zurück werden unseren Kindern etwas erleichtert, da sie einige Strecken mit den Rutschern, die wir in der Sierra Nevada gekauft haben, abfahren können. Hier haben wir den Ätna nur aus der Entfernung gesehen. Hätten wir da schon gewusst, wie schnell wir ihm doch näher kommen. Ja, das ist einfach auch das Schöne an dieser Art zu reisen.
Wir bleiben jetzt hier, wenn alle anderen, die hier den Tag über im Schnee wandern waren, nach Hause müssen. Und wir genießen jetzt den Sonnenuntergang auf dem Dach unserer Womi um. The path that you seek, sometimes you just need to stop searching and stand up and go. Just follow the road. Auf unserer Fahrt haben wir immer wieder atemberaubende Blicke direkt auf den Ätna, der im Moment noch im Schneekleid daliegt. Wir freuen uns schon, ihn auf unserem Rückweg auch besuchen zu können. Die Fahrt im Hinterland hält für uns wunderbare Ausblicke bereit. Allerdings auch einige Passagen durch Dörfer, die mal wieder sehr eng werden. Vorsicht, rechts oben Balkon. Achtung, Balkon rechts. Ziemlich tiefe Balkon rechts. Und jetzt? Wir haben hier rechts keine Chance mit dem Balkon da oben. Du musst zurück. Scheibe. Soll ich helfen? Guckst du raus? Ja. Was soll ich gucken? Lights zum Beispiel. Ja, geht noch. Kann ich noch ein bisschen rüber. Achtung, der Balkon, der hat es schon hinter sich. Wow. Das ist fein die große. Achtung, da rechts wieder, Balkon. So schnell kann aus einem traumhaft Sonnenschein mit Schnee dann doch auch schlechtes Wetter aufziehen und der Schneesturm kommt. Ja, jetzt ist hier gefroren auf der Straße. Und wir suchen einen Übernachtungsplatz und es regnet etwas und wir sind in den Wolken auf auf 1500 Meter Höhe. Und ich finde es ganz schön aufregend. Mama, hier ist es schon wieder gefroren. Da ist alles voll Eis, ja. Da muss der Papa jetzt ganz schön langsam fahren. Wir sind jetzt in einem Gebirge und wir hatten riesig Glück, dass wir nicht eingeschneit worden sind. Keine 15 Meter von uns entfernt liegen noch große Schneereste. Ja, wir sind gestern Abend noch runter auf 1000 Meter. Oben liegt tatsächlich noch Schnee. Wir haben ein schönes Plätzchen gefunden, hatten Sicht unter 10 Meter, also es war wirklich aufregend. Heute Morgen hat hier die Sonne gescheint, das heißt, wir sind ein bisschen durch die Bergwelt gestiefelt, aber jetzt kommt der dolle Wind und mit 4 Grad ist es dann doch ein bisschen krass. Deswegen sitzen wir jetzt wieder im Auto und fahren dem Meer entgegen. Je tiefer wir aus den Bergen wieder dem Meer entgegenkommen,
umso mehr kommt uns nun der Frühling entgegen. Halt, auf gar keinen Fall. Guck mal das Loch an. Eigentlich wollten wir nur einen schönen Stellplatz direkt am Stausee finden. Aber die normale Straße, die normal um den Stausee geht, ist mal wieder abgerutscht. Das ist uns schon häufiger passiert in letzter Zeit auf diesen Straßen. Tja, es war nicht ganz einfach, hier an dieses Traumplätzchen zu gelangen, aber jetzt stehen wir hier auf dieser kleinen Halbinsel und schauen in diesen wunderschönen Stausee und sind sogar noch etwas windgeschützt. Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Or will I be forgotten, a dusted in, or the talk of the town that we are living in? Well, I don't know. Was hier immer wieder auffällt, ist das große Problem mit dem Müll. Wirklich überall wird hier weggeworfen und entsorgt und das Landschaftsbild sieht wirklich grauenhaft aus. 5 vor halb 8. Wir sind auf dem Weg in das Haus der Blattfedern. Eine Werkstatt, die uns unsere vorderen Blattfedern verstärken möchte, so dass wir wieder ein bisschen mehr Freiheit zwischen der Achse und unserem Motor haben, der Ölwanne haben. Das gehen wir heute an. Tja, nachdem es die spanischen Offroad-Pisten nicht geschafft haben, unsere Blattfedern ernsthaft kaputt zu machen, haben es die italienischen Landstraßen zwischenzeitlich geschafft. Wir haben kaum mehr Federweg und ich habe ernsthaft Sorge, dass das Differential irgendwann in die Ölwanne einschlägt. Und da haben wir uns jetzt einen Betrieb hier gesucht, der uns eine zusätzliche Feder dazufügen wird, so dass wir wieder mehr Federweg haben. Oh Gott. Oh, hey, Mann, kippen die Wurmjunge um. Ja, es war jetzt ungewohnt früh aufstehen für uns. Es war 6:30, 7:30 Uhr sollten wir in der Werkstatt sein. Punkt 7:30 Uhr ging das Tor hoch. Die Wumi steht in der Werkstatt. Es soll nur 2 bis 3 Stunden dauern. Das heißt, wir könnten heute vielleicht sogar noch weiterfahren. Wäre natürlich super, weil heute ist natürlich mal wieder Freitag. Das heißt, wenn sie es heute nicht schaffen, stehen wir das ganze Wochenende irgendwie hier auf dem Werkstattgelände. Also Daumen drücken, dass nicht irgendwas dazwischen kommt und dass wir heute Nachmittag, Abend noch ein Stück fahren können und unsere Reise weiter fortsetzen können. Es gab schon eine Planänderung, jetzt die Federn doch ganz rauszubauen.
Allerdings sitzen die Bolzen ziemlich fest. Das ist auch bekannt. Ne? Die sind jetzt 40 Jahre da drin. Und dann muss man die Böcke abbauen und da kommt man schlecht ran. Also das war so auch meine Erwartung und deswegen glaube ich, dass es schon bis heute Abend geht. Mal gucken. Stabi ist weg. Brieden sind gut rausgegangen. Habe ich 5 Tage mit WD-40 eingesprüht. Oh, und da hängt jetzt die Achse einfach so lose da. So, eine Seite ist jetzt 5 cm höher oder 6. Tja, die waren schnell. 3,5 Stunden, 2 Federpakete ausgebaut, wieder eingebaut und die sind total nett. Jetzt haben sie noch den Luftfilter ausgeblasen. Vielleicht raucht sogar die Bummi ein bisschen weniger. Das ist klasse hier. Kann man nicht mal einen Weg so machen, dass er Wir sind jetzt nochmal an warmen Quellen, aber hier sind die über 40 Grad warm und wenn man ans erste Mal reingeht, dann ist es total heiß. Man kommt hier ziemlich schwer rein, es tut ganz schön weh und unter den Steinen, da kommt es manchmal richtig heiß raus. Der Ätna ist ausgebrochen und hat eine 10 Kilometer hohe Aschesäule mit Lava verursacht. Mal sehen, ob wir da hingehen. Und mal sehen, ob die Erderwärmung noch größer wird.